Hallo zusammen! Heute nehmen wir euch mit in den Altiplano Boliviens, in die wunderschöne Stadt La Paz und an den Titicaca-See. Nach dem Intro geht's los! Nachdem wir den bolivianischen Amazonas verlassen hatten, ging es für uns hoch hinaus. Wir wollten in die Stadt La Paz und dazwischen liegen etwa 420 Kilometer und über 4000 Höhenmeter, die es zu überwinden gilt. Obwohl es sich bei der Strecke um eine der Hauptverbindungsstraßen handelt, ist die Straße nicht überall gut in Schuss, manchmal etwas eng, aber zum großen Teil ist sie wirklich gut fahrbar. Während wir uns so also langsam nach oben schrauben, werden die Ausblicke immer schöner und hin und wieder kommen wir auch an einem Wasserfall vorbei. An einem können wir sogar baden gehen. 2 Nächte haben wir uns Zeit gelassen für die Höhenanpassung, wobei die Schlafplatzsuche hier an der engen Straße nicht immer einfach war. Und dann sind wir da, in La Paz. Die Stadt La Paz ist unglaublich vielseitig und erstreckt sich auf einer Höhenlage zwischen 3200 und 4100 Metern über Null. Durch diese Höhe ist sie im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend, denn die Luft bleibt einem hier schnell mal weg und viele Touristen haben mit der Höhenkrankheit zu kämpfen. Die Stadt besitzt mit über 30 zusammenhängenden Kilometern das längste Gondelnetz der Welt. Sowohl für die Touristen als auch für die Einheimischen ist es sehr bequem, mit den Gondeln schwebend über dem Verkehr und der Stadt von Stadtteil zu Stadtteil zu gelangen. Wir hätten hier ewig im Kreis fahren können. Als Stadt zwischen Tradition und Moderne hat aber La Paz so viel mehr als nur seine Gondelbahn zu bieten. Bei einer Stadtführung lernen wir viel über die Geschichte der Stadt und auch über die Menschen hier. Die Stadt El Alto grenzt direkt oberhalb an La Paz und ist ebenfalls mit dem Gondelsystem erreichbar. Hier findet man donnerstags und sonntags den wahrscheinlich größten Markt der Welt. Und natürlich lassen wir es uns trotz Warnungen nicht nehmen, ihn zu besuchen. Taschendiebstahl ist hier wohl ein großes Thema. Von der kleinsten Schraube bis zum großen LKW und vom Hundefutter bis zum ausgewachsenen Lama, hier auf dem Markt kann man alles kaufen. Am 16. Juli wird der Día de la Paz gefeiert, der städtische Feiertag, und wir tauchen ein bisschen ein in das bunte Treiben dieses Festes. Ein Punkt, der schon sehr lange auf der To-Do-Liste von Erik und Christa stand, konnten wir auch hier abhaken. Die Mountainbike-Tour auf der Todesstraße vor La Paz. Bei dieser Tour startet man auf dem La Cumbre Pass auf etwa 4750 Metern und 0 Grad Außentemperatur
und überwindet nahezu alle Klimazonen, um unten im Yungas-Regenwald auf ungefähr 1200 Metern und plus 30 Grad wieder anzuhalten. Die Todesstraße, Death Road oder auch Camino de la Muerte genannt, ist die ehemalige Hauptverkehrsstraße zwischen der Stadt La Paz und dem nördlich gelegenen Caranavi. Sie ist etwa 80 Kilometer lang und zweispurig, das heißt, man muss hier jederzeit mit Gegenverkehr rechnen. Mit dem Rad ist das alles sehr entspannt, man hat ja genug Platz, aber man kann sich vorstellen, wenn hier Auto und Auto oder gar LKW und LKW sich auf der schmalen Straße begegnen, dass es dann mal schnell zu Abstürzen führt. Und tatsächlich, als diese Straße noch die Hauptverkehrsstraße war, hatte man hier etwa jedes Jahr 350 Tote zu vermelden. Wir blieben etwa 2 Wochen in der Stadt und genossen das Stadtleben. Und als die französische Familie, die wir bereits schon 4 oder 5 Mal vorher getroffen hatten, auch auf den Platz kam, freuten sich die Kinder besonders, denn die Jungs verstanden sich gut und konnten wieder miteinander spielen. Danach ging es für uns raus aus der Großstadt und rein in das kleine Dörfchen Las Peñas. Hier wollten wir klettern gehen. Man empfing uns super herzlich und wies uns an, zwischen der Kirche und der historischen Stätte zu parken. Und auch die Cafeteria öffnete extra für uns, um uns abends mit leckerem Essen zu versorgen. Das Klettern hier war ein absoluter Traum. Bestes Wetter, super tolle Felsen, perfekte Absicherung. Man kann sich eigentlich nichts Besseres wünschen, außer vielleicht etwas mehr Sauerstoff in der Luft. Schließlich befinden wir uns hier auf 4000 Meter über Null. Ja, es war toll, wieder so guten Felsen unter den Fingern zu spüren und die Aussicht auf die 6000er und 5000er der Cordillera Real war einfach phänomenal. Die Erschließung der Klettergebiete und die Etablierung des Tourismus wurden hier hauptsächlich von dem italienischen Priester in die Wege geleitet, der seit 16 Jahren hier lebt und versucht, das Dorf zu unterstützen. Dank ihm gibt es auf dem Kirchengelände auch eine kleine Käserei mit richtig gutem Käse, sowie eine Näherei für ein paar Souvenirs. In Peñas verbrachten wir ein paar wundervolle Klettertage, bevor es weiter an den Titicacasee ging. Der Titicacasee ist nicht nur der größte See Südamerikas, sondern auch der höchste schiffbare See der Welt und liegt auf rund 3812 Meter über dem Meeresspiegel. Er hat eine unglaubliche Fläche von 8372 Quadratkilometer und ist damit etwa 15 Mal größer als der Bodensee. Unser Ziel ist die Copacabana-Halbinsel, die in Bolivien nur mit einer Fähre zu erreichen ist. Möchte man sie über das Festland erreichen, muss man über Peru fahren. In der Stadt Copacabana angekommen, finden wir einen Campingplatz etwas außerhalb, direkt am See gelegen. Während wir uns mit Lebensmitteln auf den für Bolivien so typischen Märkten eindecken,
erleben wir auch einen der seltenen Niederschläge zu dieser Jahreszeit. Eigentlich ist gerade Trockenzeit und es sollte bis November nicht mehr regnen. Aber nach 2 Stunden ist der ganze Spuk vorbei und die Sonne strahlt wieder vom Himmel. In Bolivien gibt es keine Supermärkte, wie wir sie kennen, sondern nur viele kleine Straßenläden und so dauert das Einkaufen manchmal Stunden. Vor allem dann, wenn man neu in einer Stadt ist und erst mal suchen muss, wo es was gibt. Die Isla del Sol ist eine Insel, die auf dem Titicacasee liegt und als die Geburtsstätte der Inka bezeichnet wird. Wir hatten Schwein, also nicht nur die hier am Strand herumliefen, sondern auch bei der Buchung des Bootes, welches uns relativ schnell zu der entfernt gelegenen Insel brachte. Die Menschen hier leben hauptsächlich vom Tourismus und von der Landwirtschaft, die sie auf der Insel betreiben können. Überall sieht man die kleinen Terrassen, die für die Felder angelegt wurden. Wir wandern von Norden nach Süden auf der Insel und schauen uns auch die Ruinenstätten an, die hier zu finden sind. Immer wieder sind wir begeistert von dem tiefblauen Wasser des Titicacasees, das schon fast an ein Meer erinnert, und von den umliegenden Bergen, die am Horizont aufragen. Danach finden wir uns in Peru wieder. Auf einer Farm dort warten wir auf ein Paket, das wir bestellt haben. Die Farm ist für uns ein echter Glücksgriff und wir fühlen uns so richtig wohl hier. Von dem Besitzer erfahren wir, dass der Titicacasee vor 20 Jahren noch bis an die Farm hereinreichte und der Hügel dort unten noch eine Insel gewesen sei, die mit dem Boot zu erreichen war. Heute hat er sich sehr weit zurückgezogen. Hinter der Farm auf dem Berg findet sich auch eine alte Inka-Stätte mit einem Altar aus einem Gestein, das von sehr weit weg hierher geschafft wurde. Und mit Gräbern, die sich in exakt alle Himmelsrichtungen um den Altar herum verteilen. Was es heißt, in der Trockenzeit im Altiplano unterwegs zu sein, erfahren wir auch, als ein Brand hinter der Farm ausbricht. Uns und der Farm passiert dabei glücklicherweise aber nichts. Von der nächstgelegenen Stadt Puno aus starten wir auch einen Ausflug zu einem unserer Hauptziele, den schwimmenden Inseln von Uros. Das Volk der Uros lebt seit Jahrhunderten auf schwimmenden Inseln, die aus dem Schilf des Titicacasees gebaut werden. Bei einem Besuch dort erklärt man uns den Aufbau der Inseln und das Leben der einheimischen Bevölkerung. Die Uros leben heute hauptsächlich vom Tourismus. Sie besitzen keine Felder und keine Landwirtschaft und verkaufen den Touristen ihre Handwerkskunst. Sie hat die Corona-Krise besonders stark getroffen, da die einzige Einnahmequelle komplett versiegte
und bis heute sich noch nicht wieder erholt hat. Nachdem unser Paket in Puno angekommen ist, haben wir die Ufer des Titicacasees verlassen und noch eine weitere besondere Stätte aufgesucht. Die Ausgrabungsstätte bei Tiwanaku in Bolivien. Die Tiwanaku-Kultur wird an diesem Ort auf den Zeitraum von ca. 1500 vor Christus bis ca. 1200 nach Christus geschätzt. Und in dieser Zeit haben die Bewohner so Unglaubliches geleistet, dass bis heute völlig unklar ist, wie sie das überhaupt alles bewerkstelligen konnten. The political power is the scepter and the glass is the religious power. Es ist nicht nur unklar, wie sie die riesigen, tonnenschweren Monolithen vom weit entfernten Steinbruch hierher geschafft haben, sondern auch, wie sie die Steine so akkurat bearbeiten konnten. Die präzisen, geraden Kanten der Felsblöcke waren eigentlich noch gar nicht realisierbar. Und auch manche Steine wirken, als wären sie in Form gegossen. Beton oder Ähnliches wurde aber erst viele hundert Jahre später erfunden. Das und ihre Kenntnisse über das Aussehen Menschen anderer Völker, mit denen sie eigentlich noch gar keinen Kontakt haben konnte, lassen viele Stimmen laut werden, die hier Aliens rufen. Wir verlassen nun endgültig den Titicacasee und haben hier so viel Schönes erlebt und so viel Rätselhaftes gesehen, dass wir das erstmal verdauen müssen. Und dafür finden wir genau den richtigen Ort. Ein heißer Fluss mitten im Nirgendwo. Und es ist warm? Ja, wir sitzen jetzt hier auf fast 4000 Meter in einem schönen warmen Fluss und der ist total toll. Nur ich glaube, wir kommen nie mehr hier raus, weil das Wasser ist so schön warm und draußen ist der Wind so kalt, dass ich glaube, für immer hier bleiben muss. Danach geht es für uns auf Weiterreise. Wir verlassen den Altiplano aber noch nicht, sondern ein weiteres großes Highlight steht auf unserem Plan. Die größte Salzwüste der Welt, der Salar Uyuni. Also seid beim nächsten Video wieder mit dabei und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like und einen Kommentar hier lasst und unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.